Biedermann und Brandstifter lautet das Motto. Wir reden hier von Paarungen innerhalb einer Modellreihe, die mal von einem sehr bürgerlichen Basismodell hinreichen bis zu einem absoluten Extremisten. Und die wollen wir euch heute vorstellen. Bei dieser Paarung, dem Lancia Delta, der 1979 vorgestellt wurde, ist im Grunde das Image des Biedermanns schon deutlich untertrieben. Wir haben es hier zu tun quasi mit der Luxusversion des kurz zuvor präsentierten Fiat Ritmo. Der Lancia Delta kam bereits serienmäßig mit 75 PS, 4 Türen und war in der sogenannten Golfklasse eigentlich schon ein kleines Luxusauto, bereits in der Basisversion mit schöner Velour-Ausstattung und so weiter. Das Auto war relativ teuer und Lancia bekleidete ja zu der Zeit das Image der Nobelmarke innerhalb des Fiat-Konzerns. Wir sehen hier diese sehr trapezoid gestaltete Form, typisch für Giugiaro Italdesign aus dieser Ära, späte 70er Jahre. Das ist also das Auto, das wir hier mit dem Biedermann meinen, die Einstiegsversion des Lancia Delta, hier ein Exemplar von 1987. Der Brandstifter dieser Paarung, der Lancia Delta S4, ist eigentlich kein richtiger Brandstifter, sondern mehr ein Flammenwerfer. S4, diese schlichte Bezeichnung, bedeutet sovralimentata, also aufgeladen, und die 4 steht für den Allradantrieb. Aufgeladen ist in dieser Beziehung etwas ganz Besonderes. Das Auto hat einen 1,75 Liter reinen Vierzylinder mit Turbolader und Kompressor. Das ist etwas ganz Besonderes. 250 PS in der Zivilversion, die wir hier haben. In der Wettbewerbsversion bis zu 600 PS. Und das war wirklich einer der Stars dieser Rallye-Gruppe B, die sich ja quasi dadurch selbst ins Ausgeschossen hat, dass die Autos so schnell, so unbeherrschbar waren und so gefährlich, dass es auch zu schweren Unfällen gekommen ist. Nach der Rallye-Saison 1986 war Schluss und das hier ist eigentlich die Krönung dieser Kultur, dieser bedenklichen Kultur, diese extremen Rallye-Autos, die eben als Derivate braver Serienautos damals ins Rennen geschickt wurden. Wir haben hier bei dem Lancia Delta S4 haben wir es zu tun mit einem Ableger des bürgerlichen Lancia Delta, der nur optisch vage Anleihen von dem Original übrig hat. Tatsächlich haben wir einen Kühlergrill, der dem Original entliehen ist. Wir haben die Rückleuchten und ansonsten ist es ein komplett anderes Auto, völlig eigenständige Konstruktion mit einem absoluten Hightech-Rahmengestell aus Molybdenstahl und so weiter. Also alles, was gut und teuer war, ist damals in diesem Auto realisiert worden. 200 Stück sollten laut Reglement gebaut werden und sollten dann natürlich auch irgendwie verkauft werden. Die Autos hatten dann eine Straßenzulassung, mehr oder weniger pro forma. Und Lancia hat angeblich dahingehend getrickst, man hätte diese 200 Autos wahrscheinlich sowieso nicht verkaufen können. Und insofern hat man angeblich nur 80 Autos gebaut und hat aber den Motorsportbehörden vorgegaukelt, es seien 200 Autos gebaut worden. Wenn wir die Motorhaube bei dem Biedermann öffnen, dann sehen wir einen bürgerlichen, braven, reinen Vierzylindermotor mit 75 PS Frontantrieb. Das ist Standard, nichts Besonderes. Wenn wir hingegen die Motorhaube oder das, was man landläufig für die Motorhaube hält, bei dem Delta S4 öffnen, dann bietet sich ein völlig anderes Bild. Wir öffnen sie hier mal und was sehen wir? Wir sehen nichts. Im Grunde genommen könnte man hier ein Gepäckfach installieren. Tatsächlich ist es ja ein reines Wettbewerbsauto. Wir sehen einen brutal kompliziert gebauten Allradantrieb. Wir sehen eine Menge Versorgungstechnik, einen riesen Ölkühler, einen riesen Wasserkühler und so weiter. Der Motor dieses unglaublichen Fahrzeugs ist nämlich, wie wir eben gesehen haben, nicht vorne untergebracht im Bug, sondern im Heck. Wollen wir mal reinschauen, wie es da hinten drin aussieht.
Das ist jetzt hier wirklich reine Renntechnik, die wir sehen. Wir sehen hier diese Tabletts sozusagen, das sind die gigantischen Ladeluftkühler für diese Kombination aus Turbolader und Kompressor. Und das hat eben eine wahnsinnige Leistung ergeben. Wie erwähnt, bis zu 600 PS im Renntrim. Der Motor ist vor der Hinterachse und hier, was wir hier sehen, das ist wirklich reinste Wettbewerbstechnik. Alles hauchdünn und federleicht gebaut. Und wie gesagt, das hat mit einem Serienauto, mit einem Biedermann absolut nichts mehr zu tun. So, wenn wir hier reinschauen, dann sehen wir einen rudimentären Arbeitsplatz, dünn ausgestattet. Sie haben tatsächlich hier noch das Überbleibsel der Armaturenlandschaft des Standard Lancia Delta. Das Cockpit selber hat natürlich ganz andere Maßeinheiten, ganz andere Dimensionen. Ein Tacho bis 260, was nicht deutlich übertrieben ist. Ein Drehzahlmesser bis 9000. Das sind schon richtige Werte, die zeigen, wohin die Reise geht mit diesem unglaublichen Auto. Ja, preislich gab es natürlich auch eine heftige Differenz gegenüber von ungefähr 15.000 Mark, die der Standard Lancia Delta zu dieser Zeit kostete, stehen hier gegenüber dem etwa 10-fachen Wert, nämlich 160.000 Mark, den dieser Lancia S4, diese absolute Rarität, kostete. Wer damals dieses Auto für 160.000 Mark neu gekauft hat, hat sein Geld wirklich gut angelegt, weil heute ist das Auto über 1 Million wert und da reden wir nicht von Lire, sondern von echten harten Euro. Ja, so viel zu dieser dramatischen Paarung Biedermann und Brandstifter, die Lancia Delta. Wir haben ja bereits auf unserer Playlist verschiedene andere Folgen dieser Serie zur Verfügung gestellt. Das ist einmal die Paarung der Renault 5 und dann haben wir auch noch die ausgesprochen spannende Paarung eines absolut biederen Mercedes-Benz 190 gegen den unglaublichen, unfassbar geflügelten Mercedes-Benz 190e 2.516 Evolution 2.